Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich dir die 15 schönsten Sehenswürdigkeiten von Hof. Leider habe ich vergessen, vor Ort ein Intro mit aufzunehmen, deswegen bin ich diesmal am Anfang des Videos leider nicht zu sehen. Eigentlich wollte ich meine Stadtbesichtigung gerne beim Botanischen Garten starten, jedoch war dieser zu meinem Besuch im Winter leider geschlossen. Aus diesem Grund bin ich direkt zum Zoo. Der Hofer Zoo liegt mitten im Theresienstein, einem der schönsten Parks in Deutschland. Die Fläche des Zoologischen Gartens in Hof beträgt über 2 Hektar und er beherbergt rund 100 Tierarten aus allen Kontinenten. Gleich am Eingang empfangen dich die australischen Kängurus in begehbaren Gehegen. Du kannst auch Luchse, Stachelschweine, Erdmännchen, Affen und viele weitere Tiere beobachten. Besonders gefallen haben mir auch die begehbaren Volieren mit Sittichen, Papageien und anderen Vögeln. Egal ob jung oder alt, der Zoo hat für alle etwas zu bieten. Nach dem Zoobesuch bin ich weiter zur Labyrinthruine. Die Labyrinthruine befindet sich im Nordosten des Bürgerparks Theresienstein auf dem Labyrinthberg. Dieser Abschnitt ist der älteste Teil des Parks. Seit dem 17. Jahrhundert beherbergt er einen Irrgarten, der von einem Lehrer angelegt wurde. Es war damals üblich, solche Anlagen im Stil einer mittelalterlichen Burg zu gestalten. Der Torbogen stammt aus dem 1743 abgebrannten Hofer Schloss. Die Burganlage selbst besteht aus einem runden Basteibau und einem Söllner. Der 16 Meter hohe Turm der Labyrinthruine ist ein beliebter Aussichtspunkt für die Öffentlichkeit. 70 Stufen führen zu dieser Aussichtsplattform, die einen weiten Blick ins Hofer Umland und ins sächsische Hofland bietet. Bis in die späten 60er Jahre gab es im Labyrinthpark eine Bewirtschaftung für Wanderer und Touristen. Leider musste diese jedoch aufgrund der fehlenden sanitären Einrichtungen schließen. Da ich diese wunderschöne Ruine im Winter besucht habe, war kaum etwas los und ich konnte ungestört fotografieren, filmen und auch die tolle Aussicht genießen. Nach meiner Besichtigung der Labyrinthruine bin ich weiter durch den Bürgerpark Theresienstein gelaufen, um die schönsten Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Mein nächster Stopp war der Weisheitstempel. Dies ist ein Pavillon, der im Jahr 1907 von den Gebrüdern Weisheit gestiftet wurde. Hier kann man ebenfalls eine schöne Aussicht genießen. Mein nächstes Highlight ist der Pavillon beim Stadtbaurat. Hier befindet sich eine weitere sehenswerte Aussichtsplattform. Er liegt auf dem Luitpoldhain und ist ein wirklich schönes Fotomotiv. Bei einem Spaziergang durch den Bürgerpark Theresienstein in Hof darf auch ein Besuch der Thomashöhe mit ihren schönen Pavillon nicht fehlen. Auf der Erkundungstour durch diesen traumhaften Stadtpark wird mir bewusst, warum der Theresienstein zu den schönsten Parkanlagen in Deutschland zählt. Wenn dir mein Video bis hierhin gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Von der Thomashöhe ist es nicht mehr weit zur nächsten Attraktion im Park, der Sonnentempel. Die Aussicht vom Sonnentempel, der am Philosophenweg liegt, ist wirklich sehenswert. Von hier hast du eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Hof. Während man bei den meisten Städtetrips sich mehr in der Altstadt bewegt, lohnt es sich in Hof in die herrliche Landschaft des Stadtparks einzutauchen und die Ruhe zu genießen. Wenn du vom Sonnentempel den Weg hinunter zur Stadt gehst, kommst du am Skatepark am Eisteich vorbei. Dort findest du nicht nur einen Skatepark, sondern auch ein Pumptrack für Biker, eine BMX-Bowl, eine Inlinerstrecke, ein kleiner Kinderrundkurs und eine Multifunktionsfläche.
Die Anlage wurde in der Szene bejubelt. Gestalterisch, baulich und fahrerisch galt sie als Leuchtturmprojekt, das die ohnehin bekannte Skaterszene im Hofer Land auf eine neue Stufe heben konnte. In diesem Bereich habe ich jedoch nicht gefilmt, da ich ungern Leute ohne ihre Einwilligung filme. Vom Skatepark ging es dann weiter an den nahegelegenen Lettenbachsee. Der Lettenbachsee mit seiner Fläche von 2,3 Hektar war einst eine Grube einer Ziegelei, in der Ton und Lehm abgebaut wurden. Eine Informationstafel des Geopfads Theresienstein erläutert die Besonderheiten. Mein Weg führte nun weiter in die Innenstadt. Der Rathausturm ist eine weitere Sehenswürdigkeit in Hof. Hier hast du auch die Möglichkeit, Hof aus luftiger Höhe zu entdecken. Wenn du die 152 Stufen des 30 Meter hohen Rathausturms erklimmst, wirst du mit einem fantastischen Rundumblick belohnt. Leider war der Turm bei meinem Besuch nicht geöffnet. Die St. Marienkirche, auch bekannt als Marienkirche, ist die römisch-katholische Stadtkirche in der Altstadt der kreisfreien Stadt Hof. Sie wurde im Jahr 1864 errichtet und ist wirklich sehenswert. Danach führte mein Weg weiter zu den Saaleauen. Auch ein Spaziergang entlang der Saaleauen ist wirklich lohnenswert. Die Stadt Hof zeigt sich hier wieder einmal von ihrer grünen und naturnahen Seite. Spaziergänger und Radler verbringen gerne ihre Freizeit in den Saaleauen mit ihren schönen Wegen, die sich nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt befinden. Die Saaleauen wurden im Zuge einer Gartenschau renaturiert, wodurch offene und lichtdurchflutete Flächen entstanden sind. Die parkähnliche Flusslandschaft zieht sich in einem Bogen um das Stadtzentrum und erstreckt sich bis zum Bürgerpark Theresienstein. Zurück in der Altstadt ist mein nächster Stopp die Kirche St. Lorenz. Sie ist die älteste Kirche der Stadt und wurde bereits im Jahr 1214 urkundlich erwähnt. Leider war die Kirche verschlossen und ich konnte sie nicht besichtigen. Die nächste Sehenswürdigkeit, die ich dir empfehlen kann, ist das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth bei Hof. Es liegt an der Landesgrenze zwischen Bayern und Thüringen, die der innerdeutschen Grenze entspricht. Sowohl das Museumsgebäude als auch die Fahrzeughalle befinden sich in dem bayerischen Teil Mödlareuth. Der Freilichtbereich mit den Grenzanlagen befindet sich im thüringischen Teil. Das Museum gibt in seinen Ausstellungsräumen einen Überblick über die Grenzsituation Deutschlands. Des Weiteren befasst es sich mit den Schicksalen getrennter Familien und Personen, die über die Grenze flüchten wollten. Über den Fernwehpark in Oberkotzau habe ich bereits ein sehr ausführliches Video gemacht, das ich dir oben verlinke. Gerade als Reisefan ist der Besuch des Fernwehparks ein Muss bei einem Städtetrip nach Hof. Es handelt sich hierbei um eine große Ansammlung von Schildern aus aller Welt. Eine kunterbunte kleine Weltreise sozusagen. Auch über den Untreusee und seine vielen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung habe ich bereits ein ausführliches Video veröffentlicht, das ich dir ebenfalls verlinke. Hier kannst du beim Spazierengehen, Baden, Surfen, Segeln, Rudern, Kajak fahren, den Seespielplatz nutzen und auch den angrenzenden Kletterpark oder das Labyrinth besuchen. Für Naturliebhaber ist es ein wirklich lohnenswertes Ziel und das zu jeder Jahreszeit. Das waren meine 15 schönsten Sehenswürdigkeiten in Hof und Umgebung. Ich hoffe, mein Video über diese schöne Stadt in Oberfranken hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben
oder einen Kommentar freuen. Wenn du meine weiteren Videos nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Es gibt immer wieder neue spannende Inhalte. Vielen Dank und bis bald. Ciao!